Wir sehen immer häufiger Männer mit dem Wunsch der Brustvergrößerung. Wir haben das Thema des Transgenders, wir haben Diversity. Männer trauen sich jetzt mehr, was auch gut ist. Wenn sie sich in ihrem Körper als Mann nicht so wohlfühlen und eine weibliche Brust haben wollen, spielt das ja keine Rolle. Das ist heutzutage gut möglich und man kriegt schöne natürliche Ergebnisse auch mit speziellen Methoden hin. Wie kann man jetzt so eine Brust vergrößern? Da haben wir zwei Optionen. Zum einen kann man eine Brust mit Eigenfett vergrößern. Da gewinnt man irgendwo am Körper, zum Beispiel den Love Handles, an den Beinen, Bauch, wo zu viel Fett ist, gewinnt man das Fett und spritzt es in die Brust ein. Wir können dadurch keine Riesenbrüste und keine zwei Körbchen mehr erreichen, aber man erreicht ein sehr natürliches, weiches, ästhetisches Ergebnis. Die Möglichkeit Nummer 2 ist, man nimmt Implantate, die man vorher ausmisst und ganz genau mit dem Patienten bespricht und gibt in einem operativen Eingriff die Implantate ein, sodass der Patient danach wirklich große Brüste hat oder zumindest die Größe, die er sich vorgestellt hatte. Man kann natürlich auch, um das Ganze natürlicher zu machen, weil oft die Männer, die eine Brustvergrößerung wollen, haben eine sehr flache Brust und wenn man Implantate eingibt, sehen die eher künstlich aus, wie zwei so aufgesetzte Äpfel, was die Männer aber auch nicht wollen. Sie wollen ja natürliche Brüste. Deswegen kann man diese Behandlungen kombinieren. Man kann zum Beispiel zuerst die Brust mit Eigenfett aufbauen, damit sie so weicher wird und so ein kleines A-Körbchen, wo man sagt, ja, das ist eine gute Deckung später dann fürs Implantat, dass es eine schöne weibliche, weiche Brust kriegt, sodass man nicht, wenn man die Brust anfasst, gleich das Implantat in der Hand hat. Eine Brustvergrößerung mit Eigenfett läuft folgendermaßen ab. Die Patienten kommen hier in unsere Praxisklinik und werden ambulant behandelt. Wir haben einen Narkosearzt da, der die Patienten tief analgesidiert. Das heißt, das ist keine Vollnarkose, sondern der Patient hat einen Dämmerschlaf, wo er noch selber atmet. Dann gewinnen wir am Körper das Eigenfett und bereiten das direkt im OP auf und geben dann die gereinigten Fettzellen in die Brust ein. Dieser Eingriff dauert so lange in Abhängigkeit, wie viel Fettzonen wir behandeln. Wenn es nur 2, 3 sind, dauert der Eingriff ca. 2 bis 3 Stunden, kann aber auch mal 4 Stunden dauern. Bei Wunsch ist dieser Eingriff auch in Vollnarkose möglich. Die Patienten können nach diesem Eingriff nach Hause gehen und werden nicht großartige Schmerzen leiden. Das sind auch nicht großartige Kontrolltermine notwendig. Die abgesaugten Stellen, die muss man mit einem Kompressionsmieder behandeln für so circa 6 Wochen. Das Kompressionsmieder trägt man 3 Wochen Tag und Nacht und 3 weitere Wochen intermittierend. Die Patienten haben nicht eine große Ausfallzeit. Sie brauchen auch nicht ein spezielles Mieder für die Brust. Sie sollten vielleicht mal 2, 3 Wochen kein Gewicht verlieren und nicht Leistungssport oder Extremsport machen. Eigenfett, damit es gut anwachsen kann, benötigt Wärme, sodass es gut ist, wenn die Patienten sich einfach danach warm einpacken. Dieses Eigenfett hat einen Nachteil. Wir wissen nie genau, wie viel Prozent dieses Eigenfett anwächst. Aus Studien und aus unseren Erfahrungen in den letzten 16 Jahren wissen wir, dass 30 bis 50% dieses Eigenfettes sich abbauen, sprich 50 bis 70% des Eigenfetts wächst an und wir haben sehr schöne Ergebnisse. Das Eigenfett kann man so oft wiederholen, wie man möchte. Und ich sage immer zu den Patienten, sie können nicht wirklich verlieren. Wenn man irgendeine Stelle am Körper hat, wo man sagt, die ist disproportioniert, wie zum Beispiel die Love Handles, die Flanken oder der Bauch, was nicht wirklich weggeht. Warum soll man dieses Fett wegschmeißen, wenn man es gleichzeitig verwenden kann? Und wenn das Eigenfett nicht zu 100% angeht, sondern eben nur zu 65%, hat man ja den Vorteil, dass die andere Stelle total optimiert ist und ästhetisch behandelt. Im Vergleich dazu gibt es die Brustvergrößerung mit Implantaten. Ich empfehle bei Männern immer, die Implantate unter den Muskel zu setzen, damit die Implantate wirklich
gut bedeckt sind und nicht zu einer Kapselfibrose neigen, so wie wenn man sie auf den Muskel setzt. Dieser Eingriff ist komplett anders wie bei einer Eigenfettbehandlung. Wir führen diesen Eingriff in stationären Bedingungen im Krankenhaus durch, sodass der Patient mindestens eine Nacht im Krankenhaus ist. Es ist eine richtige Operation in Vollnarkose, wo wir auch schneiden müssen, um die Implantate in die Implantathöhle unter den Muskel einzusetzen. Wir verwenden hierfür einen Schnitt in der Submamarfalte. Warum? Es gibt noch andere Schnitte. Man kann noch Schnitte über die Achselhöhle machen oder um den Brustwarzenvorhof herum. Wir bevorzugen den Schnitt von der Submamarfalte, also diese Falte, die sich so an der Brust unten entwickelt, weil wenn irgendwann das Implantat noch einmal ausgetauscht werden muss, braucht man eigentlich zu 100% diesen Zugang und sonst hätte man ja vermehrte Zugänge und Narben und das möchte man auf jeden Fall vermeiden. Bei Brustvergrößerung mit Implantaten ist der Vorteil, dass man die Größe garantiert hat, weil wir vorher abmessen, welches Implantat passt in die Brusthöhle rein und dann können wir durch die Projektion, also die Höhe des Implantates bestimmen, wie groß die Brust wird. Und dadurch ist es ein Riesenvorteil, dass wir sagen, okay, danach haben Sie ein C, ein B, ein D-Körbchen und das bleibt dann auch erstmal so. Allerdings ist die Brustvergrößerung mit Implantaten sehr schmerzhaft. Man fällt eine Woche komplett aus und ist sicherlich im Sport 3 bis 4 bis 6 Wochen gehandicapt, weil es unglaublich schmerzhaft ist, die Arme zu heben und der Brustmuskel die Implantate stark auf die Rippen drückt. Also Erholungszeit ist deutlich länger, auch wieder um Sport zu machen, wie zum Beispiel Brustvergrößerung mit Eigenfett. Man kann aber auch beide Eingriffe kombinieren, um ein feminineres, weicheres Ergebnis zu erzielen. Die Risiken einer Brustvergrößerung mit Eigenfett bestehen darin, dass man blaue Flecken an den Entnahmestellen bekommt und dass das Eigenfett nicht zu 100% angeht. Manche Patienten bekommen dort, wo das Eigenfett eingespritzt wurde, kleine Ölzysten, weil das Fett sich durch den Körper ein bisschen abkapselt und dadurch innen flüssig wird. Mittlerweile sind die Radiologen so gut, dass sie das sehr gut erkennen können, was eine Ölzyste ist, was eine andere Zyste ist und was sehr harmlos ist. Also diese Zyste kann ein Leben lang im Körper bleiben, ohne Probleme zu machen. Manchmal ist auch so, dass die Radiologen so ein bisschen Verkalkungen von dem Fett sehen. Das ist aber auch nichts Pathologisches und nichts Schlimmes und Sie können das sehr gut einschätzen, ob es was Gut- oder Bösartiges ist. Die Komplikationen bei Brustvergrößerung mit Implantaten liegen darin, dass es eben Nachblutungen schon bei der Operation geben kann, dass die Implantate reißen, wenn die schon drin liegen, dass die Implantate verkapseln. Das heißt, dass der Körper die Implantate einmauert mit so einer Art Kapsel. Und eigentlich jeder Patient, der Implantate hat, hat eine kleine Kapsel um das Implantat. Nur wenn die Kapsel immer dicker wird, weil der Körper im Prinzip das immer mehr abbaut und als Fremdkörper erkennt, dann gibt es die sogenannte Kapselfibrose, wo es sich dann zusammenzieht, die Brust schmerzhaft wird und optisch verändert. Es gibt ein paar Möglichkeiten, diese Kapselfibrose zu vermeiden. Das ist zum Beispiel, dass man ganz steril arbeitet, deswegen fasst bei uns nur der Operateur die Implantate an. Dass man die Brustwarzen und den Vorhof abklebt im OP, weil da sezerniert so ein bisschen Sekret, dass das nicht in die Wundhöhle kommt. Dass man Drainagen einlegt, damit eben ja keine Flüssigkeit in dieser Höhle drin bleibt, wo die Implantate sind. Dass man mikrotexturierte Implantate nimmt, das sagten die Studien, dass diese Implantate am sichersten sind, um vor einer Kapselfibrose zu schützen. Wie oft Brustvergrößerung beim Mann im Detail durchgeführt wird, kann ich nicht sagen. Es ist nur so, dass es deutlich weniger sind wie bei Frauen. Frauen haben wir wöchentlich zu Brustvergrößerung. Bei Männern kommt es eher gelegentlich vor, aber die Tendenz ist steigend.